Stellt euch vor, ihr trefft euch mit ein paar Freunden. Ihr seid, sagen wir, zu viert. Okay? Es gibt was zu feiern und ihr macht eine Flasche Sekt auf. Und jeder stößt mit jedem an. Macht man ja so. Ja? Wie oft macht es Pling? Also wie oft wird mit den Gläsern angestoßen? Und wenn ihr zu dritt seid? Okay, die wichtigste Frage ist, warum muss man das wissen? Oder anders gesagt, warum komme ich überhaupt auf die Idee, mir über sowas Gedanken zu machen? Es mag vielleicht daran liegen, dass ich als Jugendlicher dieses Buch geschenkt bekommen habe. Ja, Mathe macht mich krank. Das ist von 1979 und das erkennt man auch unter anderem daran, dass es auf diesem für damals typischen Umweltschutzpapier gedruckt wurde. Ja, schon heiße Zeiten damals. Das Buch sollte Kinder und Jugendliche anspornen, Spaß an Mathematik zu finden. Oder anders gesagt, die Autorin wollte vermitteln, dass Mathematik nicht immer böse ist, sondern durchaus spannend sein kann. Also ich fand das Buch toll. Darin gibt es zum Beispiel solche Rätsel. Hier, ja, das hier zum Beispiel. Sollte dein Zimmer mal stockdunkel sein und solltest du gerade ein paar Sportsocken brauchen, wie viele Socken musst du aus der Schublade nehmen, wenn dort 10 weiße und 10 blaue Socken liegen? Maximal 3. Ja, ich nehme die erste raus, das ist eine blaue Socke. Dann nehme ich die zweite raus, das ist auch eine blaue Socke. Super, kann ich anziehen, kann ich los, ab zur Schule. Ist aber die zweite Socke eine weiße Socke, dann muss ich nochmal in die Schublade reingreifen, noch eine rausziehen und egal, ob das dann eine blaue oder weiße Socke ist, ich habe immer ein Paar. Nämlich entweder ein weißes oder ein blaues Paar. Also muss ich nur genau 3-mal reingreifen. Außer ich traue mich mit 2 unterschiedlichen Socken in die Schule zu gehen. In dem Buch wird auch die Frage gestellt, wie viel Mal die Hände geschüttelt werden, wenn man sich mit Freunden trifft. Das ist eigentlich genau das gleiche wie mit dem Anstoßen. Ne? Ist ja klar. Hier. Und da wird vorgeschlagen, eine Tabelle zu machen. Also Anzahl der Leute und Anzahl Hände schütteln. Aber es fehlt die Lösung. Also es fehlt eine Formel, mit der ich nachher berechnen kann, wenn ich mich mit 10 Freunden treffe, wie viel Mal werden die Hände geschüttelt oder wie oft stößt man an. Ja, das gibt es in dem Buch nicht. Wahrscheinlich wollten die Kinder nicht erschrecken. Dann mache ich das jetzt mal. Gut. Machen wir mal eine Tabelle. Und zwar sagen wir, n ist die Anzahl der Personen. Dann ist a von n die Anzahl Plings bei n Personen. Und jetzt sagen wir hier n und a von n als Tabelle 1. Bei einer Person gibt es kein Händeschütteln und kein Anstoßen. Da ist die Anzahl 0. Keine Plings. Ja. Wenn jetzt eine Person hinzukommt, wir sind zu zweit, dann gibt es genau ein Anstoßen. Okay. Wir das mal so darstellen. Eine Person, noch eine Person und es gibt genau ein Anstoßen. Okay. So. Bei 3 Personen stößt der noch mit dem an und der mit dem an. Es gibt also 1, 2, 3 Mal Anstoßen. Und bei 4 Personen, ja, muss die Person ja auch noch mit jeder von den Personen anstoßen. Das sind 6 Mal Pling. 6 Mal Pling.
Daraus lässt sich doch eine Regel ableiten. Wenn eine Person zu einer Gruppe hinzukommt, dann ist die Anzahl Plinks gleich die Anzahl Plinks der vorherigen Gruppe plus die Anzahl Plinks, wenn diese Person mit jeder Person anstößt, also die Anzahl der vorherigen Leute. Wir können also schreiben, a von n ist gleich die Anzahl der vorherigen Plinks, also für die Personenzahl minus 1, plus die Personenzahl minus 1. Denn mit den Personen muss die neue Person ja jeweils anstoßen. So, und das Ganze nennt man eine rekursive Beschreibung. Und ganz wichtig ist, wir müssen noch sagen, die Ausgangssituation, nämlich eine Person, ist 0 Plinks. Und jetzt probieren wir das mal aus. Ja. Wir berechnen mal für 5 Personen mit dieser rekursiven Beschreibung die Anzahl der Plinks. Also a von 5 ist gleich die Anzahl der Plinks für 4 Personen plus 4. So. Und die Anzahl der Plinks für 4 Personen ist die Anzahl der Plinks von 3 Personen plus 3, das geht ja aus dieser Formel hervor, plus diese 4. Und die Anzahl der Plinks für 3 Personen ist die Anzahl der Plinks von 2 Personen plus 2 plus dieser 3 plus dieser 4. Und die Anzahl der Plinks für 2 Personen ist die Anzahl der Plinks für eine Person plus 1 plus diese 2 plus diese 3 plus diese 4. Und die Anzahl der Plinks für eine Person, das haben wir hier oben gesagt, ist 0. Also haben wir dann 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Und das ist 10. Okay. 10. Jetzt kommt also eine 5. Person hinzu. Wir haben hier die 6 Plinks von der Gruppe. 7, 8, 9, 10. Cool. Stimmt. Jetzt haben wir diese rekursive Beschreibung. Ja, die ist ein bisschen umständlich. Wenn ich auf einer Party bin und ich will für die 11 Leute, die da sind, mal kurz ausrechnen, wie oft es den Pling machen müsste, dann dauert das ein bisschen. Ja. Da bin ich dann eher der Partyschreck. Es müsste da eine Formel geben. Wir schauen uns das mal grafisch an, was da in der Folge passiert. So. Für eine Person gibt es keine Plinks. Für 2 Personen muss diese Person ja mit der Person anstoßen. Machen wir hier mal einen Plink hin. Wenn eine 3. Person hinzukommt, dann muss die 3. Person mit der und mit der Person anstoßen. Also macht es 2 mal Pling. Jetzt kommt noch eine 4. Person hinzu. Die muss dann mit der und der und der, also 3 mal anstoßen, macht es 3 mal Pling. So. Und jetzt kommt noch eine 5. Person hinzu. Und die muss mit 1, 2, 3, 4 Leuten anstoßen. 1, 2, 3. Mit 4 Leuten anstoßen. Wie auch schon rekursiv dargestellt, kommt also immer die Anzahl der vorherigen Leute an Plinks dazu. So. Und jetzt malen wir das mal. Jetzt haben wir hier die 10 Plinks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mal Plinks für 5 Personen. Ja, und 10 leere Felder. Das sind ja genau 20 Felder, die sich hier ergeben. Und dann kann ich das doch auch darstellen, wenn das hier n ist, 5 Personen. Und das hier ist n minus 1, also 4 Personen. 5 mal 4 ist 20, durch 2 ist 10. Ergibt doch genau die Anzahl der Plinks. Also kann ich sagen, a von n ist
n mal n minus 1, die Anzahl aller Kästchen hier, geteilt durch 2, sind nur noch die Plinks. Wir hatten die Folge rekursiv beschrieben. Diese Formel, das ist die explizite Beschreibung und damit kann man auf jeder Party ruckzuck ausrechnen, wie oft es Pling macht, wenn man weiß, wie viele Leute da sind. Wir probieren das mal aus, ob die Formel stimmt. Wir setzen mal ein 1. So. 1 mal 1 minus 1, das ist 0. Ist also 0 durch 2 bleibt 0, also 0. Stimmt. Okay. Für 2, 2 mal 2 minus 1 ist 1, ist 2, durch 2 ist 1. Stimmt. Für 3, das ist 3 mal 2 ist 6, durch 2 ist 3. Cool, stimmt auch. Für 4 wäre es 4 mal 3, das sind 12, durch 2 sind 6. Stimmt auch. Das ist ja cool. Dann kann ich also ganz einfach ausrechnen, wie oft es Pling macht. Oder wie oft man Hände schütteln müsste. Aber das muss auch andersrum gehen. Also wenn ich in einer Kneipe sitze und ich höre vom Nachbartisch, wie oft es Pling macht, dann müsste ich doch berechnen können, wie viele Leute da angestoßen haben. Ja, das geht. Aber nicht mehr heute, es ist schon spät. Ich muss morgen wieder früh raus. Deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Gute Nacht und bis bald.